Eine Diskussion, die jetzt schon lange geht in den USA. US-Journalist Eric Kirschbaum nun bei mir. Morgen. Dieser Wahlkampf ist extrem teuer. Wenn jetzt Millionen fehlen, könnte Biden am Ende am Geld scheitern? Ja, absolut. Das ist der große Achillesferse für Biden. Er weiß das auch. Er brauchte wahrscheinlich 3 Milliarden Dollar für diesen Wahlkampf. 6 Milliarden war letztes 2020 im Wahlkampf. Und Biden braucht dringend Geld. Und er weiß, wenn die Großspender fernbleiben, dann ist er tot. Und als ehemaliger Senator, er weiß, wie wichtig Geld ist. Es ist der Schmierstoff. Der Wahlkampf in den USA, nicht vergleichbar mit der Bundestagswahl, wo nur 90 Millionen Euro war aufgebracht worden. Biden weiß, Geld ist unheimlich wichtig und wenn die Großspender fernbleiben, dann ist das wirklich, sein Wahlkampf ist am Ende. Das ist jetzt nicht nur für ihn eine ernste Situation, sondern natürlich auch für die Demokratische Partei, wo wir jetzt immer mehr Abgeordnete sehen, die sagen, wir brauchen jemand anders. Biden möchte das nicht. Glauben Sie, es gibt jemanden, der ihn umstimmen könnte? Also wer in seinem Umfeld ist da eine wichtige Stimme dann? Ja, es gibt außer seiner Frau, es gibt auch Kamala Harris, es gibt ja Bill Clinton, Barack Obama. Es gibt auch die ehemalige Führer im Abgeordnetenhaus mit Nancy Pelosi und Hakeem Jeffries, der jetzige. Und die haben angefangen zu distanzieren langsam. Die haben Signale geschickt. Biden hat noch Zeit, mit Anstand das abzugeben, das Zepter abzugeben. Wenn er das mit Anstand in den nächsten Tagen machen könnte, ist er noch eine große. Er geht in die Geschichte als jemand, der Trump geschlagen hat, die Demokratische Partei stabilisiert und in Wahlen Sieg geführt 2022. Aber wenn er so lange da klebt, dann das Geld schwindet, die Meinungsumfrage gehen in die falsche Richtung und dann ist sein Ruf auch ruiniert. Deswegen die nächsten Tage sind für Biden sehr, sehr kritisch. Er klingt noch stur, er klingt noch kampfbereit, aber er redet immer noch über die Vergangenheit. Die letzten 3 Jahre waren gut, mit Infrastruktur, mit NATO zusammenzuhalten, Europa zusammenhalten. Aber die nächsten 4 Jahre sind entscheidend für die Wähler und er hat keinen Plan für die nächsten 4 Jahre. Und die Wähler haben gesehen, dass er nicht der Richtige ist für die nächsten 4 Jahre. Jetzt haben Sie die Inhalte angesprochen. Spricht über die außer Joe Biden überhaupt in diesem Wahlkampf aktuell irgendjemand? Es geht ja vielmehr darum, wie er Sachen sagt und nicht, was er sagt. Absolut. Man sieht, dass er fragil ist, man sieht, dass er fahrig ist, dass er nicht so versteht, was umgeht. Und das stört die Amerikaner, weil es war immer die Zweifel da mit Biden, aber man hat da weggesehen. Man glaubte, dass er noch sehr geistig fit war. Dann hat man mit diesem TV-Duell auf einmal gesehen, wie wirklich unfit er ist. Und die Genie ist aus der Flasche. Man hat das gesehen, man kann das nicht mehr ungeschehen haben. 50 Millionen Leute haben das gesehen, das bleibt in Erinnerung. Und Biden hat bisher nichts getan eigentlich, um diese Zweifel zu verstreuen. Man hat Angst, dass dieser Mann das nicht schafft, dass er geistig nicht mehr in der Lage ist. Und deswegen für Biden ist es wichtig und für die Demokraten ist es wichtig, dass die ein stärkerer Kandidat für Trump haben. Donald Trump ist das Stichwort. Eigentlich gefundenes Fressen für ihn. Man hat aber das Gefühl, für seine Verhältnisse ist er da aktuell sehr zurückhaltend, was die Kommentierung von Joe Bidens Auftreten. Ab und zu sehen wir da ein bisschen was, aber er könnte ja eigentlich noch mehr sagen. Klar, aber er will, dass Biden bleibt. Für Trump ist Biden der bevorzugte Kandidat jetzt. Deswegen ist er ganz ruhig. Er lässt die Demokraten sich zerfleischen. Das ist eigentlich eine ganz kluge Strategie von Donald Trump. Er fängt an, gegen Kamala Harris zu schießen, weil er weiß, Kamala Harris könnte ein bisschen gefährlicherer Gegner von ihm sein. Aber Trump hofft, dass Biden im Rennen bleibt. Das wäre für Trump ein gefundenes Fressen und dann könnte er, glaubt er, bessere Chancen gegen Biden haben als ein Ersatzkandidat. Gibt es denn schon Umfragen, die zeigen, wie es aussehen würde, wenn Kamala Harris jetzt ins Rennen eintritt für die Demokraten? Wie stehen sich da Harris und Trump gegenüber? Genau, Harris ist auch ein bisschen hinter Trump, aber nicht so weit hinter wie Biden. Der Trend für Biden geht stark nach unten. Bei Kamala Harris und die anderen, Newsom, sind die Demokraten viel stabiler. Deswegen Trump freut sich auf Biden und deswegen bleibt er relativ ruhig und lässt Biden seinen eigenen Wahlkampf kaputt machen. Also die nächsten Tage sind entscheidend. Wir sind wirklich mehr als gespannt auf der ganzen Welt, wie man sich entscheiden wird, wie Joe Biden sich entscheiden wird. Vielen Dank, Eric Kirschbaum. Gerne, gerne.